Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobil auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Guten Morgen vom Elia Beach. Wir sind hier schon mittlerweile seit einer Woche. Ich muss mal schnell Rio beschäftigen. Die Tage verschwimmen, weil wir haben super Leute kennengelernt, haben jetzt zusammen mal Lagerfeuer gemacht am Abend, Glühwein getrunken, einen Kinoabend gemacht und wir fühlen uns hier super wohl. Wir warten jetzt gerade auf ein Paket aus Deutschland von unseren Eltern und es gibt schlechtere Orte, hier kann man es super aushalten. Man ist direkt am Meer, man hat einen Sandstrand und hier hinten ist so ein kleiner Kiefernwald und die Leute sind einfach super nett. Bitte blendet das Chaos hier aus. Die Sarah war zu faul, das richtig einzuräumen. Morgen wird es während der Fahrt alles runterfallen. Das damals, also, ja. Wir machen heute mit unseren Nachbarn hier beim Elia Beach Glühwein am Lagerfeuer. Und dafür haben wir Glühweingewürz bekommen. Und das müssen wir jetzt dann mit Zucker karamellisieren, Wein und das Gewürz dazu tun. Und mal schauen, bis jetzt hatten wir immer den fertigen Glühwein vom Lidl. Deshalb jetzt zum ersten Mal karamellisieren. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Zucker erhitzen und nicht anbrennen lassen. Ganz schön viel Zucker rein. Holla, die Waldfee. Ich habe keine Ahnung, wie schnell das geht. Doch nicht. Aber ich mache es lieber auf kleiner Flamme, oder? Nee, ja. Also da wirklich 1,5 Liter rein? Was ja gesagt. Ich zweifle gerade dran. Wir mussten gerade das Filmen unterbrechen, weil beim Ablöschen vom Karamell ist so viel Rauch entstanden, dass der Rauchmelder losgegangen ist. Dadurch ist der Hund aufgesprungen. Die Sarah ist dann hoch, hat den Rauchmelder ausgemacht, die Tür aufgerissen. Ich habe versucht weiter abzulöschen und wir glauben, dass das Karamell angebrannt ist. Aber wir versuchen es jetzt trotzdem, ob es noch schmeckt, ob das Karamell wieder schmilzt und hoffen das Beste, dass es klappt. Wir sind jetzt gerade vom Wochenmarkt zurückgekommen. Der ist bei Kyparissia immer samstags und da haben wir uns angewohnt, Obst und Gemüse zu kaufen. Ich habe das gerade einfach mal ausgebreitet, weil ich es jetzt in die Kühlbox und so weiter verstauen werde. Und wir haben einfach für das ganze Obst, Gemüse 12,80 € gezahlt und ich finde es total gut. Also auch Auberginen, Zucchini, Tomaten, alles und wird uns definitiv mit den Grundnahrungsmitteln in der Woche reichen. Und ich freue mich aufs Kochen heute Abend dann. Wir haben uns aus Deutschland jetzt ein Paket schicken lassen von meinen Eltern und von Tobis Mama. Und wir haben die Nachricht bekommen, dass eins schon da sein soll. Oder beide, wir wissen es nicht genau. Wir haben leider die Poststelle nicht erreicht und deswegen fahren wir jetzt mal hin und schauen uns an, ob wir das eins oder beide schon abholen könnten. Und wir werden so gespannt, weil wir warten jetzt schon seit so einer Woche drauf. Es gibt definitiv schlechtere Plätze. Wir stehen am Elia Beach und in netter Begleitung nach wie vor. Aber wir würden uns so freuen, wenn es endlich da ist. Und da warten wir. Und warten. Und warten, ob Tobi ein Paket mitbringt. Was meinst du, Rio? Meinst du, wir kriegen das Paket? Das schaut schon mal sehr gut aus. Welches wird das sein? Das sieht nach Tobis Mama aus. Und deine Mama. Eins ist schon mal da. Welches ist es? Das Paket für Rio. Ah, juhu. Hundezeug. Das andere will schon morgen nochmal vorbei. Und dann hoffen wir mal, dass es da ist. Hat sie was dazu gesagt? Nee. Also wir haben geschaut und es war nur das und die anderen sind auch deutlich kleiner als das, was wir erwarten. Und ja, hoffen wir mal, dass es morgen kommt. Und sonst haben wir morgen WLAN, ist auch nicht schlecht. Ja, stimmt. Das Paket von Tobis Mama ist da und wir werden das jetzt auspacken und ich freue mich so sehr.
Adventsdeko steht schon mal drauf. Und hier irgendwie so ein Fell. Ist das für die Sitze? Hast du Nein, es ist ein Hundefell. Fürs Bettchen vom Rio. Das ist für dein Bettchen. Hast du gehört? Für dein Bettchen. Oh, wie schön. Oh, und ich sehe schon ganz viele Plätzchen. Oh mein Gott, hier sind bestimmt alle. Oh, wie geil. Schau mal, 3 Kisten an Plätzchen. Yeah. Wir haben Plätzchen zu Weihnachten. Oh, wie toll. Und also heute ist der... Welches ist heute? Der 21. 21. Oh, ich freue mich so auf die Teesorten auch. Und dann kommt das eigentliche Zeug für Rio. Mit Spielzeug. Ach, Moi, ist das süß. Ach, haben wir noch Hundeleckerlis. Und endlich das heiß ersehnte Geschirr. Vielen Dank, liebe Dani. Wir freuen uns super sehr. Danke dir. Wir fahren jetzt los und probieren unser Glück direkt bei der Post mit unserem Paket. Eigentlich sollte es ja zur Wäscherei geschickt werden und wir haben auch die Benachrichtigung bekommen, dass es nicht zugestellt werden konnte. Und die Leute von der Wäscherei sind aber gerade bei der Olivenernte, deshalb kann das da noch dauern. Und jetzt fahren wir deshalb eben direkt zur Post und probieren mal unser Glück, ob wir es kriegen, obwohl es an die adressiert wurde. Und er klettert gerade wieder hier auf die Bank, die er darf. Irgendwann wird es auch leichter schaffen. Ich war jetzt gerade in der Post und habe versucht, unser Paket zu bekommen. Und siehe da, es ist da. Es ist riesig. Und es war super einfach. Die wollten eigentlich gar nichts sehen. Und ja, er wollte mir auch noch die anderen Pakete für die Wäscherei mitgeben. Ich habe ihm dann mit meinem Ausweis gesagt, dass ich nur das eine will. Ich musste einmal unterschreiben, meinen Namen hinschreiben, fertig. Und jetzt haben wir es und zurück auf den Platz wird es dann ausgepackt. Juhu! Und jetzt mal schauen, ob alles da ist. Also eins muss man sagen, sehr gut gepolstert. Ja. Danke dafür. Kennen ja meine Eltern. Wir haben sogar eine Glassichtfolie für unsere Papiere bekommen. Oha! Sehr riesig. Schaut fast so aus, als ob wir demnächst kein Stromproblem mehr kriegen. Wir hatten übrigens zur Info 170 Watt auf dem Dach und das hat mit den YouTube-Videos und Kameraakkus und so nicht gereicht. Ja. Also solange Sonne ist, ist es super. Aber wenn Sonne, also wenn wir mehrere Tage Bewölkung haben und nicht fahren, ist es einfach zu wenig. Genau, Kühlbox hatten wir eh schon die ganzen letzten Tage aus. Genau. Und das hier sind jetzt 200 Watt Solar mit so einem aufklappbaren Solarmodul und theoretisch ist noch ein Laderegler drin. Den sehe ich auch schon. Den siehst du? Ich sehe da so. Dann ist der nicht hier drin, sondern... Da ist so ein Paket. Ja, das sieht dann noch aus, oder? Nee. Oh. Wir haben noch Fertigsoßen. Geil. Gibt's mal wieder was anderes zum Essen. Oh, ich sehe schon was, worauf du dich freust. Oh, geil. SZ-Schnittchen. Oh, ich liebe SZ-Schnittchen. Das Beste. Sogar besser wie Nutella. Guten Morgen, Elea Beach, Weihnachten und wir haben gar keine Weihnachtsstimmung, außer die Kälte gerade, der Boden ist ein bisschen gefroren, aber es fehlt einfach dieses Vorweihnachtliche, aber ist ja auch egal. Wir werden heute zusammen Plätzchen essen mit unseren Freunden, eine Schüttelpizza im Omnia backen und noch Zumba tanzen. Und das Wichtigste, wir werden ins Meer gehen, weil heute soll es durchgehend sonnig sein. Ja. Und dadurch wieder warm in der Sonne. Ja. Ich fühle mich gerade noch gar nicht danach. Ich mich auch nicht, ist viel zu kalt, aber das wird noch. Das wird.
Und sitz. Und sitz. Und komm her. Super. Wir machen mit unseren Schweizer Freunden, mit denen wir schon seit 2 Wochen zusammenstehen, jetzt eine Schüttelpizza. Das ist ein Rezept, das einfach alles zusammenmischen und in Omnia. Wir haben hier schon die Plätzchen vorbereitet, die wir von Tobis Mama bekommen haben für Dessert. Und als Aperitif hat Sandra noch so Schnittchen geschnitten mit Olivenpaste und Hummus. Und das haben wir heute zum Sonnenuntergang schon genossen mit dem Aperol. Und das sind für das, dass wir auch nicht bei unseren Familien sind, trotzdem sehr schöne Weihnachten. Und wir genießen die Reise immer noch nach wie vor sehr. Die letzten 3 Wochen standen wir am Elea Beach auf Peloponnes, um uns an Rio zu gewöhnen und dass Rio sich an uns gewöhnen kann. Und heute geht es nach 3 Wochen endlich weiter. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon sehr drauf. Bevor wir weiterfahren, werden wir erstmal unseren Wassertank wieder auffüllen, weil der komplett leer ist. Und dann geht es in die Nähe von dieser Ochsenbauchbucht, Voidokili Beach. Mit insgesamt 64 Liter geht es jetzt weiter. Wir stehen jetzt hier kurz vor der Kirche an dem Stellplatz bei der Ochsenbauchbucht. Und die letzten 500 Meter, die waren richtig cool zu fahren. Das müssen wir morgen mal beim Runterfahren dann filmen. Da hatten wir die Kamera nicht griffbereit. Und Rio musste unbedingt raus. Und nachher werden wir nochmal das Ganze aus der Luft anschauen. Hier führt noch ein kleiner Weg hoch zur Kirche und da gehen wir jetzt mal hoch. Laut Bildern hat man einen Blick auf die Buchten hier, auf die umliegenden. Wow, schau mal, hier kommt die Kirche. Fjord. Ich bin jetzt gerade Krone geflogen und hoffe, dass die Aufnahmen was geworden sind. Und wieder ein Geschwindigkeitshubbel. Ich hasse die Dinger. Wir gehen jetzt hoch zum Palio Castro, zu der Burg hier auf dem Hügel. Und die Burg wurde im 13. Jahrhundert erbaut von den Franken. Im Nachhinein wurden Änderungen von den Venezianern und Türken vorgenommen. Heute stehen nur noch die Ruinen da
und der Zerfall begann damals, als die Türken die Bucht für Schiffe geschlossen haben, sodass keine Lieferungen mehr hierher fahren konnten. Genau. Rio, komm. Und wo sind wir hier? Auf der Burg oben angekommen. Rio bewässert hier erstmal das Gras. Burggraben. Guten Morgen, wir gehen jetzt zur Ochsenbauchbucht mal an den Strand. Wir sind jetzt angekommen. Der Weg hierhin war super schön. Der Strand ist natürlich auch schön, aber von oben schaut es natürlich viel, viel spektakulärer aus, weil man einfach die Form von diesem Bauch oder dieser Rundung sieht. Genau, und auf dem Hügel hinter der Sarah, da ist die Kirche, wo wir vor 2 oder 3 Nächten standen. Ja, genau. Man sieht sie sogar. Aua! Zumindest eine freut sich. So, nach dem langen Spaziergang jetzt hier zum Strand gehen wir erstmal zurück, werden noch frühstücken. Dann packen wir unsere Sachen und fahren nach Pylos zum Einkaufen. Und grobe Richtung weiter ist dann nach Methoni. Wie man an der Straße sieht, hat es letzte Nacht bzw. den letzten Tag ziemlich viel geregnet. Hinzu waren die ganzen Pfützen eigentlich trocken, bis auf die größten. Und jetzt ist jede komplett gefüllt. Und es ist extrem holprig. Wir sind jetzt gerade in Pylos, weil wir noch Hundefutter gekauft haben. Und beziehungsweise Tobi hat es geholt und hat gesagt, dass es so schön ausschaut, dass wir jetzt noch mal zusammen reingehen. Guten Morgen, wir sind jetzt bei der Burg angekommen. Gestern haben wir die nicht mehr geschafft, weil wir eben noch einkaufen waren und so viel erledigt haben und dann einfach müde waren. Und jetzt wollen wir heute gleich in den frühen Morgenstunden reingehen. Mal schauen, ob wir mit Hund überhaupt reinkommen. Ja, genau, das ist das Nächste. Also gelesen habe ich Eintritt 2 Euro, aber ob wir reinkommen mit Hund, wissen wir noch nicht. Sonst gehen wir einfach einzeln. So, also das erste Schild sagt schon, Hunde oder Tiere sind nicht erlaubt. Wir haben noch das Problem, dass Rio noch nicht alleine bleiben kann, weil er einfach das noch nicht gelernt hat oder noch zu jung ist. Und wir es noch nicht gleich lernen wollten, nachdem er so viel durchgemacht hat. Dann gehen wir wohl einer nacheinander rein. Die Stadt Methoni wurde das erste Mal im 8. bis 7. Jahrhundert vor Christus erwähnt und wurde dann in den Jahren danach immer mehr befestigt. Und wir befinden uns jetzt hier im nördlichen Teil der Stadt. Und da unten, Richtung dem Turm im Hintergrund, ist der südliche Teil, der auch der Hauptbestandteil der Stadt Methoni damals war. Und im Turm, da gehen wir dann gleich noch hin,
Das war die letzte Zufluchtsstätte für die Menschen bei einem Angriff. Jetzt geht's zum Turm im Süden der Burg. Ach, wie geil. Alter. Uah. Hinter mir ist jetzt der Turm. Der Turm ist achteckig, hat 2 Stockwerke. Im unteren befand sich eine Zisterne und in verschiedenen Epochen wurde der Turm als Gefängnis benutzt. Aber er schaut schon richtig, richtig geil aus von hier. Mit der Steinbrücke, die hinführt. Überall, wo man schaut, steht was anderes, für was der Turm verwendet wurde. Hier steht jetzt auf dem Schild, dass es als zum einen zur Überwachung vom Hafen war, dann als Gefängnis, als letzter Zufluchtsort für die Einwohner und als Leuchtturm. Ich weiß jetzt nicht, zu welcher Zeit, wann es wie benutzt wurde, aber ist auf jeden Fall sehr interessant, dass ein Gebäude für so viele verschiedene Zwecke verwendet werden kann. Geil! Ich kann es einfach nur so sagen. Es schaut so gut aus hier. Was ich gerade gesehen habe, hier kann man den Turm hochgehen. Ich hoffe mal, man kommt ganz hoch, dass man einen Blick dann auf die Burg hat. Aber schauen wir uns mal an. Okay, man kommt nicht ganz hoch, aber es schaut richtig, richtig gut aus. Das zeige ich euch jetzt mal. Hier oben sieht man noch die Zwischendecken, die alten. Das war jetzt der letzte Eindruck von der Burg und jetzt gehe ich wieder zurück zum Auto, damit die Sarah die Burg anschauen kann und ich passe auf den Hund auf. Sie wird Fotos machen. Und ich bin mal gespannt, ob sie genauso begeistert ist wie ich. Die Sarah kommt. Jetzt bin ich gespannt. Und wie fandest du es? Hallo, super schön, weitläufig und die ersten Sachen dachte ich mir so, okay, erst super viel Grasfläche und dann die Ruinen da drin versteckt, aber so schön und ja, für 2 Euro so lohnenswert und ja, toll. Vor allem im Süden der Turm ja, und die Mauer davor und das Tor und so, das ist richtig geil. Das ist so schön und das Meer spült da durch diese Brücke durch und es ist, ja, toll. Ja, das hat bei mir die GoPro zugespült. Da ist eine Welle gegen die Mauer von der Brücke und ich hatte die GoPro draufgestellt und danach war sie komplett nass. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin auch ein bisschen nass geworden, wie man an der Brille sieht. Wenn du wissen willst, was wir noch alles auf unserer Reise erleben, dann abonniere den Kanal und begleite uns. So, jetzt schauen wir mal, ob es da ist. Hat er die Qualität getestet? Komm, lauf zu! Lauf zu! Rio, lauf zu! Lauf zu! Komm! Rio, lauf zu! Geh zu! Komm, nicht Gras fressen! Rio ist auch am Start. Er verschläft den Glühwein.